Servus! Willkommen zu einer weiteren Folge Magnetfischen mit Magneto. Heute wieder an einem wunderschönen Flüsschen. Die letzten Male waren wir immer da hinten. Und nun sind wir hier bei einer Brücke und hinter uns ist ein alter Hafen. Da werde ich mal ein paar Fotos einblenden. Den gibt es schon seit zig 100 Jahren, oder gab es vor zig 100 Jahren. Jetzt ist da kein Hafen mehr oder nicht mehr so genutzt wie früher. Ja, und da hoffen wir doch mal, dass wir was Spannendes finden. Vielleicht sogar aus den letzten Jahrhunderten, wir werden es sehen. Ansonsten holen wir wenigstens genug Schrott raus und machen ein bisschen die Elbe sauber. Hier haben wir ihn, den Barbarian, auf ein neues, der erste Wurf. Gut Fund. Okay, der erste Fund. Merke dir, Sternburgbier. Naja, das ist doch noch, da geht doch noch was. Ich habe auch noch den Hardcore mit, da kann man ein bisschen weiter werfen. Ziemlich schlammig. Leider nur eine Schraube, aber die ist bestimmt ganz alt. Ein kleiner Schlüssel, wahrscheinlich von einem Schloss, ne? Hier so ein, was man ans Geländer macht. Genau. Ein Schlüssel. Es geht wohl jetzt so weiter. Noch ein Schlüssel. Kronkorken. So, was haben wir hier? Na gut, das wird nicht der letzte sein. Also ein Köder, ne? So Blasen kommen wie verrückt. Aber ich denke mal nichts dran. Ne, bloß ein paar Steinchen. Das ist nicht das gewesen. Nochmal in die Richtung werfen. Ui. Es blinkert vor sich hin, würde ich sagen. 1. 2. Oh, das war es leider schon.
Schön. Wieder nur ein einsamer alter Kronkorken. Hast du richtig noch nicht das, was ich dachte von den Bildern? Das enttäuscht mich ein wenig. Es blubbert. Bubbly, bubbly. Kann natürlich auch sein, dass hier schon jemand war und alles rausgefischt hat, was es gibt. Na? Was war das? Bestimmt ein Ast. Oh, nee, oder doch? Habe ich einen Ast da geangelt? Oha. Was kann denn das sein? Hey, der Klausi ist da. Tralala. Klausi? Kommst ja gerade richtig zu meinem größten Fund des Tages. Ich sehe schon, Blinker hast du schon. Magnetisch, keine Ahnung was das sein soll. Vielleicht was vom Boot. Macht Sinn. Eindeutig Frachtgut. Ja, noch ein Wabbler und noch ein Blinker. Gut, dann haben wir schon 5. Wie es in der Sonne glänzt. Yeah. Der geht noch. Ja. Von der Reichweite. Der Kollege meinte, ich sollte mir eine Schleuder bauen. Eine Magnetschleuder. Ja, Überlegung ist es wert. Stimmt, war hier schon jemand und hat den guten Schrott rausgefunden. Okay. Nichts finden, dann wechseln wir nochmal den Standort. Wieder gar nichts. Also schön sauber, freut mich. Der Magnet ist kaputt. Der ist eindeutig kaputt. Da kommt nichts mehr ran. Hi. Servus. Grüße. Schrott aus der Elbe holen. Aber hier ist es relativ sauber. Also heute haben wir bloß Kronkorken und Angelzubehör. Ja. Aber so weiter vorne, so da hinten, Mopedteile, Eisenstangen, teilweise 5 Meter lang. Da habe ich schon hunderte Kilo Schrott rausgeholt. Das ist der Wahnsinn. Festplatten, also alles Mögliche. Batterien, Fahrradteile. Alles, was so die Leute ins Wasser schmeißen. Naja, gut. Genau da wollte ich hin. Viel Erfolg noch. Danke. Danke. Es wird heute ein großer fangen, bestimmt ein Auto. Na, mal schauen. Was ziehst denn du schon wieder raus? Na, du musst es ja eigentlich abgeben. Alles, was du über 10 Euro wert findest, musst du abgeben. Ja, machst du das? Ich habe noch nicht was wertvoller als 10 Euro. Glück gehabt. Oh, jetzt schnell weg, der hat eine Bombe, wenn du das klaut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ahoi. Publikum, brauchst einen Banner? Ja, stimmt. Bräuchte ich vielleicht erstmal ein Logo. Oh, stimmt. Klaus. Warum lachen wir so komisch? Klaus will mir ein Logo machen. Ja, will. Er hat schon nächtelang sich den Kopf zerbrochen. Ja, wir sind noch in der Preisverhandlung. Achso. Okay, das nächste, was ich dran habe, gehört dir, egal was es ist. Herzlichen Glückwunsch. Aber ist schon fast das Wertvollste heute, würde ich mal. Der alte, Lenker? einfach eine alte Stange. Hauptsache mir an die Brücke. Jawohl, Na, das war auch lustig. das geht ab. Gehen wir noch hier. Dem Kleen ziehe ich das viel zu schnell ab. Fischli! Oh, sweet. Nummer, weiß ich nicht, 5, 6. Der
imaginäre Counter macht Kling. Tada! Achtung! Ah nein, jetzt hat es verheddert im Seil. Ach, das sind ja gleich zwei. Ja! Wir haben einen schön hellen Gelb. Und, also Counter macht Bling Bling. Keine Ahnung, jetzt haben wir 6, 7, 8 oder so. Vielleicht. Niento, nada. Größeres. Großer Schrott. Ey, woher weißt du, dass das Schrott ist? Ja, ich hab geraten. Kurz dachte ich, eine Pistole, aber nee. Fast schon Glück gehabt. Aha. Das ist doch dieses nützliche Metallteil, Ja. wovon alle mal reden. Ja, die eine Hälfte davon, ne? Genau. Das ist die eine Hälfte. Die Unnütze davon leider. Ja, die andere ist aus Gold. Jetzt. Ich lasse Füße. Aber ey. Das gehört dazu, wenn man professioneller Magnetangler ist. So, neue Location. Das Gebiet hier habe ich auf dem Foto, glaube ich, gesehen, dass das auch mal damals vor hunderten Jahren mit Schiffen besiedelt war. Also ich bin guter Dinge. Du bist guter Dinge. Ja. Hier hat man auf jeden Fall mehr Platz zum Ausholen. Und es ist trotzdem wunderschön. Ja, das ist dann vielleicht ein alter Dampfer. Abgegangen, schade. Was haben wir denn? Bestimmt ganz viele Steine. Das ist ein typischer Elbmagnet. Irgendwie ein Haufen kleines Grolle. Zwischendrin ein bisschen, weiß ich nicht, so kleine Federn. Wahrscheinlich auch von Angel irgendwas. Und mal ein Nagel. Schön langsam. Irgendwann hat er mal geschrieben, ich soll nicht so hastig ziehen. Vielleicht kommt ja doch was. Ah, jetzt rutscht es. Es könnte was dran sein. Es könnte was dran gewesen sein. Das gibt's doch nicht. Ja, wirklich. Schaut euch das an. Ganz viele. Kronkorken. Nur einen eigentlich bloß. Oh, hast du wieder. Ja. Ja, das war's leider schon. Zerstochen, jetzt fängt es richtig böse an hier. Wir haben leider nichts Cooles mehr gefunden, außer das Plasteteil, wo drauf steht Replace Coin. Das war wahrscheinlich ein Stück von einem Spielautomaten. Das Foto blende ich dann nochmal ein. Und ansonsten hier ein einsamer, trauriger Haufen Schrott. Nichts so richtig Cooles. Vor allem gar nichts Großes, so wie sonst immer wieder hinten. Weil da hinten war alles voll. Naja, ist ja nicht das letzte Mal gewesen. Und von daher sagt Magneto tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal, hoffentlich mit viel mehr coolen Zeug. Ahoi Brause, bye bye, ciao ciao.